Grüß euch und herzlich willkommen auf der Mopedinsel. Kurzes Update zum Beiwagenrahmen. Das letzte Mal haben wir beim Beiwagenrahmen alles abgeschraubt, damit wir zum Schlosser dran können. Beim Schlosser war er jetzt. Der Schlosser hat es abgeändert. Ich zeige euch jetzt, wie es ausschaut, nämlich folgendermaßen. Er hat vom alten Rahmen den Teil mit den Anschlüssen einfach abgeschnitten und am neuen Rahmen draufgeschweißt. Super Sache, damit hat sich alle erspart, diese einzelnen Anschlüsse alle runterzuschneiden und dass er da Gefahr läuft, dass das nachher nicht zusammenpasst, sondern einfach den ganzen Rahmen, zwei Schnitt und das Ganze vom neuen Rahmen eingeschweißt. Super genial. Das ist der Teil vom neuen Rahmen. Schauen wir uns das noch geschwind an. So schaut es jetzt aus. Das ist der Hilfsrahmen vom Motorrad. Den gehen wir kurz weg. Da haben wir den neuen schwarzen Rahmen. Da hat er geschnitten, davor geschnitten und hat den Teil mit den Anschlüssen einfach eingesetzt. Na? Spitzenschlosser. Kann ich mir nicht beschweren. Na, um jetzt Zeit zu ersparen und vor allem viel Nerven, werde ich den ganzen Rahmen nicht selber lackieren, sondern ich bringe ihn zum Pulverbeschichten. Eigentlich war ich auf der Suche nach einer Firma, die Trockeneis strahlen kann, und zwar mobil Trockeneis strahlen kann. Und bin auf eine Firma gestoßen, die natürlich Sand strahlen kann und Pulver beschichten. Meine letzte Firma, die gibt es leider nicht mehr, wo ich das letzte Mal den Rahmen machen habe lassen. Und da kommt der Rahmen hin. Den werden wir hinbringen. Die sollen den Sand strahlen, Pulver beschichten, dann ist es erledigt und ich brauche mich wirklich nur ums Boot kümmern, ums Lackieren vom Boot. Das ist Arbeit genug, vor allem weil ich es das erste Mal mache. Damit es nicht Fahrt wird, weil es wäre nicht genug Arbeit, hat uns heute noch die Kupplung von der 1150er verlassen. Spitze, oder? Ich sage, das ist eine Sollbruchstelle. Ich glaube, so alle 70.000, 80.000 verlassen mir der scheiß Zylinder. Wäre echt ein Zorn. Bei BMW habe ich schon angerufen, der Zylinder ist lagernd. Das heißt, ich hole mir heute noch den Zylinder und baue den geschwind ein. Im Zuge dessen werden wir gleich in Stoßtime vereinbaren, aber das sind zwei komplett andere Videos. In diesem Sinne, kurzes Update war das. Mehr, wenn ihr mich wiederseht. Ihr müsst gucken, wie es weitergeht. Ciao! Was ich noch vergessen habe, was wir auch noch zu beschichten geben werden, sind die Streben zum Beiwagen. 1 und 2. Ich habe da seinerzeit, habe ich mir da so Ding draufschweißen lassen. Das sind so mit Gummiverschluss zum Zumachen. Weil ich glaube, wenn wir das Wintertreffen gefahren sind, eine ordentliche Schaufel immer mitgehabt habe, die habe ich da reingelegt, reingespannt und festmachen können. Irgendwie habe ich das, glaube ich, noch nie wirklich in meinem Leben braucht. Außerdem schaut es furchtbar schier aus, weil das Ding zum Rosten anfängt. Ich schneide diese Halterungen runter, 1, 2 und dann gehen die Streben auch zum Pulver beschichten. Dann ist der Rahmen und das Ding alles neu beschichtet. Das schaut dann sicher besser aus.